Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video gebe ich eine kurze Einführung in die Welt der komplexen Zahlen. Und dazu fragen wir uns natürlich erstmal, was sind komplexe Zahlen? Nun, im Laufe der Zeit stoßt man irgendwann mal auf das Problem, dass man folgende Gleichung zu berechnen hat. Man hat x² plus 1 ist gleich 0. Natürlich läuft das auf die Lösung hinaus, dass wir die Lösung x1, 2 haben mit plus minus die Wurzel aus minus 1. Und das ist natürlich ein Problem, weil letztendlich fragt man sich natürlich, wenn man etwas quadriert, haben wir natürlich anschaulich ein Quadrat. Und wenn beide Seitenlängen x sind, ist die Fläche in diesem Fall dann minus 1. Das ist natürlich nicht sinnvoll aus der geometrischen Überlegung, aber mathematisch ist es sinnvoll. Denn an einem Zeitpunkt der mathematischen Geschichte trat dieses Wurzel aus minus 1 öfter mal auf, beispielsweise in der Lösung der kubischen Gleichungen, sodass man sich irgendwann dachte, okay, wir führen das einfach mal ein und definieren einfach eine komplexe Zahl als i² ist gleich minus 1. Ja, das heißt, wir können jetzt diesen Umstand nutzen, um damit zu rechnen. Ob das jetzt eine geometrische sinnvolle Sache ist, ist dann nebenrängig. Man kann damit rechnen. Und dabei ist i einfach nur eine imaginäre Einheit. Ja, was wir jetzt damit gemacht haben ist, wir haben unseren Zahlenstrahl der reellen Zahlen erweitert um eine Achse, die zu dieser senkrecht steht, und diese beinhaltet die imaginären Zahlen. Ja, und hier haben wir die reellen Zahlen. Das Ganze kann man auch betiteln als Imaginärteilachse. Ja, die stellt die Imaginärteilachse dar. Und die x-Achse beschreibt die Realteilachse. Und dann können wir eine komplexe Zahl, also die komplexe Zahl z, schreiben als x plus i mal y. Dabei ist z jetzt ein Element der komplexen Zahlen. X und y sind jeweils ein Element der reellen Zahlen. Und das Interessante an der Geschichte ist jetzt, dass man letztendlich nun ein Koordinatensystem hat, auf diesem man auf der x-Achse den Realteil der komplexen Zahl, der Realteil einer komplexen Zahl, z, ist dann nichts anderes als der Part ohne dem i, also das x. Und dann hat man hier noch eine Imaginärteilachse, und der Imaginärteil einer komplexen Zahl z ist nichts anderes als der Teil, der Faktor vor dem i. Ja, das ist wichtig. Man schreibt das ohne das i. Das ist extrem wichtig. Darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Und nun kann man das Ganze, okay, wir haben hier einen Wert x, wir haben einen Wert y. Das können wir beliebig in ein Koordinatensystem eintragen. Ja, dann haben wir hier unseren Punkt z. Und wenn man so ein bisschen in der Schule in der Mathematik aufgepasst hat, können wir doch einfach so eine Art Vektor dorthin zeichnen. Ja, und das ist dann unser komplexer Zeiger. Ja, den werden wir in einem der folgenden Videos noch ausgiebiger besprechen. Hier reicht es uns jetzt einfach zu wissen, okay, wir können einfach eine komplexe Zahl in eine komplexe Zahlenebene eintragen, indem wir die x-Koordinate, den Realteil von z, und den Imaginärteil der komplexen Zahl z betrachten und für die y-Achse auftragen. Hier kann man natürlich jetzt noch weitere geometrische Überlegungen anstellen. Beispielsweise sehen wir hier, wenn wir hier ein Dreieck konstruieren, dass wir hier einen rechten Winkel haben. Und dann können wir uns jetzt eine neue Größe definieren. Wir definieren das hier als den Betrag von z. Ja, und dann sehen wir ja, wenn wir das mit den Koordinaten betrachten, den Betrag von z mittels des Satzes von Pythagoras ist das einfach nur x²
plus y² und daraus die Wurzel. Ja? Oder in Termen der komplexen Sprache ausgedrückt, müssen wir den Realteil von z quadrieren plus den Imaginärteil von z quadrieren und daraus die Wurzel ziehen. Und da ist wieder dieser Punkt, wo ich eben meinte, dass es extrem wichtig ist, dass man das i nicht mitnimmt, weil hier darf man wirklich nur die Zahl mitnehmen. Ja, was das für Auswirkungen hat, das werden wir in einem von den nächsten Videos sehen. Ihr müsst einfach nur im Kopf behalten, dass ja die Wurzel aus -1 als i definiert war. Oder anders gesagt, i zum Quadrat ist -1. Wenn wir das hier mit quadrieren würden, könnte es sein, dass auch die Länge dieses komplexen Zeigers negativ oder komplex werden würde. Und das macht natürlich keinen Sinn. Damit haben wir jetzt schon wichtige Größen der komplexen Zahlen definiert. Und jetzt können wir damit anfangen, wie mit allen anderen Zahlen zu rechnen. Ja, also wenn wir jetzt beispielsweise zwei komplexe Zahlen haben, einmal z1 mit x1 plus i y1 und z2 ist gleich x2 plus i y2, können wir anfangen, verschiedene Rechenoperatoren damit zu untersuchen. Ja, was passiert denn zum Beispiel, wenn wir zwei komplexe Zahlen addieren? Ja, wenn wir die addieren, schreiben wir das natürlich erst einmal ganz normal hin. Ich klammer das jetzt erstmal bewusst ein, dass wir noch die Unterscheidung der beiden Zahlen leicht im Auge haben. Nur hier sehen wir jetzt, die Klammern sind unnötig. Wir haben einfach x1 plus i mal y1 und das Ganze plus x2 plus i mal y2. Und das Ganze können wir jetzt sortieren in Terme mit und ohne i. Ja, also mit i und ohne i haben wir einmal x1 plus x2. Das ist der Teil ohne i plus i mal y1 plus y2. Und das ist jetzt die Addition von zwei komplexen Zahlen in Normalform. Ja, das hier, das ist eine Normalform. Ja, wir werden noch andere Formen der komplexen Zahlen kennenlernen. Das ist die erste, die am intuitivsten für uns sein kann. Ja, und wir sehen, die Addition dieser Zahlen ist recht simpel. Genauso verhält es sich auch mit der Subtraktion. Wenn wir zwei komplexe Zahlen voneinander abziehen möchten, schreiben wir das genauso auf. Wir haben hier die erste komplexe Zahl minus die zweite komplexe Zahl. Und hier ist das Klammern jetzt schon ein bisschen wichtiger, weil wir sehen, das Vorzeichen dreht sich natürlich um von der zweiten komplexen Zahl, sodass wir jetzt sehen, wir haben x1 minus x2 und dann plus i mal y1 minus y2. Ja, wir sehen also, wir müssen einfach nur die Realteile subtrahieren und die Imaginärteile. Interessanter wird das Ganze schon, wenn man sich jetzt eine Multiplikation anguckt. Ja, also, wenn wir betrachten, was ist z1 mal z2? Da haben wir dann x1 plus i mal y1 und das Ganze wird multipliziert mit x2 plus i mal y2. Und da wenden wir jetzt ganz einfach diese Ausmultiplikationsregeln an, die wir alle aus der Schule kennen, und multiplizieren nach und nach. Wir haben also x1 mal x2 plus x1 mal i mal y2 plus i y1 x2 und dann noch plus i y1 i y2. Ganz simpel ausmultipliziert, nichts Dramatisches passiert. Jetzt sortieren wir das nochmal ein bisschen um. Der Part ohne i, dann haben wir hier ein Part mit i, x1, y2. Dann haben wir hier noch ein Part mit i, x2, y1. Und dann haben wir hier ein Part mit i mal i und dann y1, y2. Wenn wir das jetzt nochmal umschreiben als
i zum Quadrat und uns daran erinnern, was i Quadrat war. I Quadrat war ja nichts anderes als minus 1. Das ist eine ganz wichtige Identität, die muss man sich merken. Dann sieht das jetzt so aus, dass wir hier minus y1, y2 stehen haben. Und wenn wir das jetzt nochmal sortieren in Teile ohne i, dann haben wir x1 mal x2 minus y1 mal y2 und dann plus i mal x1 y2 plus x2 mal y1. Und das hier ist die Multiplikation zweier komplexe Zahlen in Normalform. Ja, das ist schon ein bisschen aufwendiger, aber es ist mal noch gut machbar. So, wie sieht es denn aus im nächsten Schritt, wenn wir jetzt eine komplexe Zahl durch eine andere dividieren möchten? Ja? Nun, wenn wir das erst einmal aufschreiben, halten wir x1 plus i mal y1 geteilt durch x2 plus i mal y2. Und da sehen wir jetzt auf den ersten Blick erstmal nicht, was wir machen können. Aber da gibt es einen kleinen Trick, was man machen kann. Und zwar sagen wir einfach mal, wir rechnen den ganzen Bruch mal einer 1. Ja, das darf ich ja immer machen. Ja, wenn ich irgendwas mit 1 multipliziere, ändere ich nichts am Ergebnis. Und die 1 kann ich in Termen von Brüchen ja ausdrücken, wie ich möchte. Und ich sage jetzt einfach mal, das ist x2 plus, nicht plus in dem Fall, sondern minus i mal y2 geteilt durch x2 minus i mal y2. Ja, weil das Ganze ist jetzt wieder eine 1. Und was ich hier angewendet habe, ist eine weitere nützliche Eigenschaft der komplexen Zahl. Und zwar nennt man das die komplexe Konjugation. Was dabei passiert ist, dass wir eine komplexe Zahl mit z gleich x plus iy haben. Wenn ich die jetzt komplex konjugiere, das wird mal mit einem Strich über die komplexe Zahl in der Literatur geschrieben. Manchmal findet ihr das auch mit einem Sternchen. Dann bedeutet das einfach nur, dreht das Vorzeichen vor der imaginären Einheit um. Da wird einfach aus dem Plus in diesem Fall ein Minus. Ja, und das haben wir hier an dieser Stelle, haben wir das für die Zahl im Nenner, also für z2 angewendet. Ja, wir haben hier nichts anderes als die komplexe Konjugation stehen. Warum machen wir das? Werden wir jetzt gleich sehen. Das ist ein Trick, den man da immer anwendet. Ja, den kann man sich merken. Wir haben gleich auch eine Formel, die wir dann einfach dafür benutzen können. Wir können das jetzt einfach alles auf einen Bruchstrich schreiben. Dann haben wir hier unten das hier stehen. Wenn wir das jetzt ausrechnen, oben können wir die Ausmultiplikation benutzen. Ja, wir können das auch selber nochmal herleiten, dann haben wir nochmal eine kleine Übung. Machen wir das oben erst einmal. Wir haben also wieder da stehen x1, x2. Dann haben wir minus i x1, y2. Dann haben wir plus i x2. Ja, da habe ich jetzt hier einen kleinen Fehler mit dem Indiz gemacht. Da muss natürlich eine 1 stehen. Dann haben wir x2, y1. Und dann haben wir noch minus i Quadrat, y1, y2. Das ist die Ausmultiplikation des Zählers. Und im Nenner können wir natürlich jetzt einfach eine binomische Formel anwenden, und zwar die dritte. Wir müssen einfach den ersten Summanden quadrieren und dann minus den zweiten Summanden quadrieren. Dabei erinnern wir uns wieder an, i Quadrat ist gleich minus 1. Und dann haben wir, wenn wir das überall wieder einsetzen, haben wir x1, x2,
minus I x1 y2 plus I x2 y1 und jetzt wird aus dem Minus hier oben ein Plus y1 y2 geteilt durch x2 zum Quadrat plus y2 zum Quadrat. Ja, und das, wenn wir das jetzt nochmal ein bisschen vereinfachen, haben wir also x1 x2 plus y1 y2 und dann plus I mal x2 y1 minus x1 y2 geteilt durch x2 zum Quadrat plus y2 zum Quadrat. Das ist die Division zweier komplexen Zahlen. Das kann man jetzt nochmal ein bisschen verallgemeinern, weil wenn wir uns den Nenner anschauen, sehen wir, das ist nichts anderes als der Betrag der komplexen Zahl. Ja, wir erinnern uns, der Betrag der komplexen Zahl war die Länge des Zeigers. Das war einfach nur x Quadrat plus y Quadrat, daraus die Wurzel. Also haben wir hier im Nenner einfach nur das Quadrat hiervon. Ja, und hier oben haben wir einfach nur eine Multiplikation zweier komplexen Zahlen. Das können wir ein bisschen umschreiben in eine allgemeine Form. Wenn wir also Z1 durch Z2 haben, dann müssen wir Z1 mit der komplexen Konjugation von Z2 multiplizieren und das Ganze durch den Betragsquadrat von Z2 dividieren. Und damit haben wir das hergeleitet. Das Ganze können wir jetzt einmal mit Zahlen füttern, dass wir auch mal sehen, okay, das kann man auch wirklich mit Zahlen berechnen. Berechnen wir einfach mal Z1 gleich 1 plus 2i und Z2 ist gleich 2 plus i. Ja? Das Wichtige, was man immer angibt bei solchen Zahlen ist, was ist beispielsweise der Realteil von Z1. Ja, da ist wieder, dann muss man nur schauen, wo ist kein i bei Z1. Das ist das hier. Also ist der Realteil von Z1 einfach nur eine 1. Der Realteil von Z2 in diesem Fall ist eine 2. Was ist der Imaginärteil von Z1? Nun, das ist der Teil, wo das i vorkommt, ohne das i. Also einfach der Vorfaktor von dem i. Das ist in dem Fall die 2. Und im Fall von Z2 ist das eine 1. Ja, soweit, so gut. Jetzt schauen wir uns noch an, okay, was ist der Betrag von Z2? Oder fangen wir natürlich erstmal mit Z1 an. Das ist dann einfach 1 zum Quadrat plus 2 zum Quadrat. Ja, wirklich der Realteil plus den Imaginärteil jeweils quadrieren und daraus die Wurzel. Das kennt ihr noch aus der Vektorrechnung. Und das hier ist in dem Fall einfach die Wurzel aus 5. Genauso ist das jetzt bei der zweiten komplexen Zahl. Da haben wir dieses Mal 2 zum Quadrat plus 1 zum Quadrat. Daraus die Wurzel. Und das ist auch die Wurzel aus 5. Ja? Das Ganze kann man jetzt noch in eine komplexe Ebene einzeichnen. Ja, wir haben dann eine Realteilachse, eine Imaginärteilachse. Machen wir uns dann hier ein paar Striche. Haben wir hier 1, 2, 3. Haben wir hier auch 1, 2, 3. Ins Negative sind wir ja nicht gegangen, weil wir hatten ja Z1 war 1 plus 2i und Z2 war 2 plus i. Z1 ist also 1 nach rechts, also die Realteilachse 1 und dann 2 nach oben. Dann haben wir hier Z1. Z2 war 2 nach rechts und 1 nach oben. Dann haben wir hier unser Z2. Das kann man dann einzeichnen, nehme ich mal 2 verschiedene Stifte. Das ist unser Z2. Und das hier entsprechend unser Z1. Ja, und da sehen wir nochmal eine wichtige Eigenschaft der komplexen Zahlen. Wir können nicht sagen, welche Zahl größer oder kleiner ist. Ja, der Raum der komplexen Zahlen ist nicht geordnet, wie beispielsweise der Raum der reellen Zahlen.
Ja, wir können natürlich die Beträge vergleichen, also die Längen, die sind in unserem Fall gleich, aber die Zahlen selber können wir keine Aussage drüber treffen. Okay, jetzt führen wir mal eine Rechenoperation aus. Wir erinnern uns, Z1 ist gleich 1 plus 2i. Z2 war gleich 2 plus i. Und rechnen mal Z1 plus Z2 aus. Müssen wir einfach nur erstmal hinschreiben. Und dann erinnern wir uns, wir müssen einfach nur die Realteile addieren, also 1 plus 2 plus i mal die Imaginärteile 2 plus 1. Erhalten wir 3 plus 3i. Wie sieht die Differenz aus? Nun, das schreiben wir auch erstmal hin. Wir haben 1 plus 2i minus 2 plus i. Und auch da erinnern wir uns, wir müssen den ersten Realteil minus den zweiten Realteil plus i mal den ersten Imaginärteil minus den zweiten. Erhalten wir dann als Ergebnis minus 1 plus i. Soweit, so gut. Wenn wir uns jetzt anschauen, was ist Z1 mal Z2, also 1 plus 2i mal 2 plus i. Und wir erinnern uns, die Multiplikation zweier komplexen Zahlen war nichts anderes als erster Realteil mal zweiter Realteil minus erster Imaginärteil mal zweiter Imaginärteil plus i mal erster Realteil mal zweiter Imaginärteil plus zweiter Realteil mal erster Imaginärteil. Ja, das machen wir hier. Erster Realteil mal zweiter Realteil, einmal 2, minus erster Imaginärteil mal zweiter Imaginärteil. Und dann plus i mal erster Realteil ist ja die 1, mal zweiter Imaginärteil ist auch eine 1, plus zweiter Realteil ist eine 2, mal erster Imaginärteil auch eine 2. Sodass wir insgesamt erhalten, wir haben hier 1 mal 2 minus 2 mal 1, das ist eine 0. Und hier erhalten wir ein 5i, sodass das Gesamtergebnis hiervon einfach nur 5i ist. Ja? Als Finale haben wir jetzt noch zu berechnen, was denn die Division Z1 durch Z2 ist. Dann haben wir also 1 plus 2i geteilt durch 2 plus i. Und wir erinnern uns, wenn wir die Division zweier komplexen Zahlen betrachten, müssen wir einfach nur im Zähler die erste komplexe Zahl mal die komplexe Konjugation der zweiten Zahl berechnen, geteilt durch den Betrag der zweiten Zahl zum Quadrat. Und wir erinnern uns, der Betrag der zweiten Zahl, die ist bekannt, das war einfach nur die Wurzel aus 5. Wenn wir das jetzt einmal hinschreiben, erhalten wir 1 plus 2i in Klammern mal die komplexe Konjugation des Nenners, das ist dann 2 minus i, geteilt durch den Betrag der zweiten Zahl, also Wurzel 5, zum Quadrat. Dann können wir den Zähler kurz einmal ausmultiplizieren, ist dann einmal 2, dann haben wir noch minus i plus 4i und minus 2i Quadrat. Geteilt durch 5, weil die Wurzel 5 zum Quadrat ist einfach nur 5. Wir erinnern uns, dass i Quadrat gleich minus 1 war und erhalten 2 plus 3i plus 2 geteilt durch 5. Und das können wir jetzt noch finalisieren, sodass wir erhalten, die Division ist dann einfach 4 geteilt durch 5 plus 3 geteilt durch 5 mal i. Und das war's in diesem Video. Ich hoffe, ich konnte allen einen guten Einblick in die Welt der komplexen Zahlen geben und ihr habt verstanden, wie man mit der Normalform der komplexen Zahlen rechnet. Man hat gesehen, in der Normalform lässt sich einfach addieren und subtrahieren. Multiplizieren und dividieren klappt auch, aber wir werden in einem der nächsten Videos noch eine andere Form kennenlernen.
bei der man viel, viel einfacher multiplizieren, dividieren kann, dann noch potenzieren, radizieren, also Wurzel ziehen. Ja, ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen. Ihr lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.